Hallo! Hallo, Wir verraten euch heute 2 Tipps wie du erfolgreich kreierst. und was du für Fehler vermeiden kannst. Genau. Oft ist es so, dass wir eine Vision aus dem Mind kreieren. Und die Vision ist klein. Also man könnte sagen, das ist nur so eine Idee oder ein Abbild von dem, was du gelebt hast. Und das zu entdecken, ist nicht durch den Mind möglich, sondern das ist so eine tiefe Sehnsucht, die wir haben, was zu kreieren im Leben. Und wir finden das mega wichtig, so eine Vision zu haben, die dein Leben und deine Größe aufzeigt. Also, dass du wirklich dein Potenzial lebst und deinen Purpose im Leben findest. Und das ist schon, so wie es der Grimm gesagt hat, viel größer als der Mind. Also du kannst nur das, was du schon kennst, normalerweise kreieren. Das ist für die meisten Menschen so. Aber vielleicht ist dein Potenzial ja viel größer als das, was die meisten Menschen leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Vision findest und nicht die Vision von anderen Menschen lebst. Und dich manchmal wirklich zurückziehst und beschäftigst mit deine Vision zu finden. Warum bist du da? Was möchtest du gerne erreichen im Leben? Was möchtest du kreieren? Wie möchtest du leben? Und dafür braucht es manchmal wie Zeit und Raum. Aber du wirst merken, wenn die richtige Vision da ist sie nicht unbedingt klar, also so klar, wie wir uns das vorstellen, wir wissen genau, das wollen wir, sondern sie ist immer noch oft offen und weit und nicht genau geprägt. Aber irgendwie fühlen wir im Herzen und mit unserem ganzen Sein, dass es in die Richtung geht oder in die Richtung uns zieht. Und da haben wir ganz viele Tipps, wie wir dir helfen können, deine Vision zu finden, tiefer werden zu lassen und zu leben. Da können wir ja mal jetzt schon mal den Link reinmachen für unseren Power of Creation Kurs, der eigentlich genau das unterstützt. Der Mind schnappt sich das mit der Vision. Ja. Ne? Und der Mind kann einfach immer nur das kreieren und finden, was er schon kennt oder was er gelesen oder gehört hat von anderen Leuten. Und das, was wir meinen mit Stille, das ist so, du gibst dir Raum und gehst tiefer. Also du nimmst nicht diese Impulse, die der Mind dir als erstes erzählt, sondern du gehst tiefer und guckst, was ist das, was wirklich in mir angelegt ist, was auch in Verbindung mit dem Leben ist, was, wenn ich das merke, oh, ich komme dem näher, was sich anfühlt wie nach Hause kommen, das bin ich, das ist echt, das ist ehrlich, das ist mein tiefstes Potenzial, was hier raus will, wo ich vielleicht noch gar nicht die Worte dafür finden kann, wo ich auch die Bilder vielleicht noch gar nicht habe, aber ich kann fühlen, dass es in diese Richtung für mich geht. Und das erfüllt dich dann schon, ne? Ja. Das ist eigentlich das Schöne, wenn du deine Vision fühlst oder lebst, erfüllt dich die mit jedem Schritt. Und das ist was, wo so kraftvoll ist, wo jeder Mensch in sich hat und es eigentlich zu entdecken gilt. Und was es braucht, um das zu entdecken, ist nicht das Beschäftigen eigentlich mit dem Mind oder mit dem Denken, sondern der Schritt in die Weite. Und das ist jetzt eigentlich der Tipp Nummer 2. Wie kommt man eigentlich zu seiner Vision oder wie kann man die Schritte tatsächlich machen in die Richtung? Und da ist eins, was wirklich hilft, ist die Stille und die Weite suchen. Such dir Orte, Menschen, wo du eine Weite oder eine Stille fühlst, dass sich das von dir innen drin wie entfalten kann. Du brauchst
eine Selbstreflexion, also du musst wie nach innen gehen. Und für das brauchst du Raum, Platz, um einfach mal zu sein, also wie so in diesen, ja, so natürlichen Zustand zu kommen. Ja, was wir normalerweise machen, ist, wir denken darüber nach, was wir wollen oder was unsere Vision ist. Wir unterhalten uns mit anderen Menschen, wir plappern darüber, wir hirnen, wir überlegen. Also wir versuchen das mit dem Mind und wir halten das aber für den falschen Weg, weil das so klein ist. Und du brauchst einfach diesen Raum, in dem das zum Vorschein kommen kann, was wirklich in dir angelegt ist und was dich erfüllt, wie du gesagt hast. Und das kann dich eigentlich nur erfüllen, wenn du deine Vision mit der Vision vom Leben zusammenfließen lässt. Dann spürst du das, dass es dich erfüllt, weil es das Leben erfüllt, also weil es dem Leben dient. Und das kann man eigentlich nur in der Stille erfahren, ja, wie so mit einem, dass man sich erstmal connectet, also wieder verbindet mit dem, was da ist. Und das braucht manchmal Zeit und Menschen vielleicht auch, die dir helfen können oder die dir zeigen können, wie das geht. Wie geht das, wirklich dahin zu kommen an den Ort, wo nicht mein Mind mir das sagt? Oder welche Impulse, wie lerne ich das, Impulse wahrzunehmen, die jenseits vom Denken sind oder ja, die mich wirklich erfüllen, also die in Verbindung sind mit meiner Vision, die in Verbindung sind mit dem Leben oder mit dem, was das Leben in mir angelegt hat. Und das ist mega schön, das zu erforschen und nicht einfach zu sagen, ja, ich nehme das, was alle schon machen, sondern ich gucke mal, was wirklich da bei mir ist. Und wenn wir anfangen, diesen Weg zu gehen, mehr nach innen und mit der Stille kreieren, mit dem Leben kreieren, ist das vielleicht auch was du dein Leben lang nicht mehr loslassen wirst, was du in alle Bereiche deines Lebens, du kannst deine Beziehungen von da kreieren, du kannst deinen Job von da kreieren. Also es ist, wenn du einmal merkst, was das für eine Power hat, in dieser Verbindung zu sein mit dem Leben, wirst du merken, dass die Impulse, die von da kommen, ganz viel verändern in deinem Leben und anders, als du dir das vielleicht mit dem Mind vorgestellt hast. Aber du wirst merken, dass das mehr stimmt für dich, als vielleicht die Bilder, die der Mind hatte. Also du wirst eher überrascht sein und manchmal sagen, oh wow, jetzt habe ich eigentlich das, wovon ich immer geträumt habe, aber es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es geht eigentlich über das hinaus, was du dir vorstellen kannst. Ja. Und das ist eigentlich das, was dich tatsächlich erfüllt. Wenn es über das drüber geht, als das, wie du es dir vorstellst, wie du dir deine Vision vorstellst. Ja. Deshalb lass die Vision größer werden, nimm dir Raum und Zeit, das zu erforschen und such die Weite und die Stille. Und von da aus lass deine Vision sich entfalten. Und jeden Schritt, den du gehst, der aus dieser Weite und Stille kommt, ist ein Schritt eigentlich in deine Vision rein. Und es werden viele Ablenkungen kommen. Der Mind stürzt sich drauf und zeigt dir das und das und das und das. Also geht wie so in ganz viele Richtungen, um dir den Weg zu zeigen in deine Vision. Aber der hat gar keine Ahnung. Er hat keine Ahnung, wie du dahin kommst. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, fast der größte Hemmschuh oder das größte Scheitern, was kommen wird, ist, wenn du versuchst, durchs Denken in deine Vision zu kommen. Weil das Denken wird dir tausende Möglichkeiten und Winkel zeigen, dahin zu kommen. Oder nicht hinzukommen. Und selten ist es aber mit dem verknüpft, das dich wirklich dahin bringt. Also es braucht wie ein großes Vertrauen in dieses innere Spüren von deinen Schritten und nicht drauf reinfallen, was dir das Denken dann erzählt. Ja. Aber du merkst es an der Erfüllung. Ja. Also du merkst es dran, wenn du einen Schritt gehst, dass der stimmt für dich, selbst wenn der unangenehm ist. Er stimmt. Das ist ja so das Schöne, dass
es kommen einfach auch Sachen, wenn du auf dem Weg dahin bist, deine Vision zu leben, kommen immer Sachen, die unangenehm sind, die schmerzhaft sind oder die du nicht gerne machst. Aber wenn du weißt, wofür, wenn du diese Vision spürst, wenn du weißt, wohin es für dich geht, gehst du durch das alles durch und du wirst merken, dass es Sinn macht. Ja. Es ist wichtig, vielleicht diese Erfahrung zu machen oder diese Schritte zu gehen, weil sie dich dahin bringen, wo du hin willst. Und dann ist es auch viel einfacher, unangenehmen Sachen zu begegnen und die schönen zu zelebrieren. Und ja, es macht wie Sinn am Ende. Ja. Deshalb, wenn dich das Thema interessiert, sei dabei. Im 2025 haben wir wieder unsere nächsten Power of Creation Online-Kurs, 9 Wochen geht der. Und da zeigen wir dir, wie das funktioniert mit dem Schritt für Schritt. Mit der Vision, mit dem Kreieren und dem Umsetzen und dem über diesen Schritt über den Mind hinauszugehen. Und mit jedem Mal, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, wird es tiefer, die Vision wird klarer werden, das Erkennen wird stärker werden und du wirst immer mehr dahin gezogen, eigentlich zu dem, was dich wirklich erfüllen wird. Wir würden uns freuen, dich da zu sehen. Ja. Alles Liebe. Alles Liebe.